Im Januar 1953 erschütterte eine Sturmflut die Nordsee. Die gigantischen Wellen überfluteten die niederländische Küste und töteten fast 2000 Menschen. 54 Jahre später bedrohte ein ähnlicher Sturm die Region. Aber diesmal waren die Niederlande bereit. Als das Wasser anstieg, aktivierten hochmoderne Computersensoren Notfallprotokolle. Innerhalb von 30 Minuten schlossen sich zwei 240 Meter lange Stahlarme, um den dahinterliegenden Kanal zu schützen. Mithilfe 680 Tonnen schwerer Kugelgelenke bewegte sich die Barriere im Rhythmus von Wind und Wellen. Am Morgen war der Sturm ohne größere Überschwemmungen abgezogen. Die erste Aktivierung der Maaslandkering war ein durchschlagender Erfolg. Dieses Sturmflutwehr ist eines der größten mobilen Bauwerke der Welt und ein Wunderwerk menschlicher Ingenieurskunst. Aber die Maaslandkering ist nur ein Teil eines riesigen Systems von Wasserschutzmaßnahmen, das als Deltawerke bezeichnet wird, das ausgefeilteste Hochwasserschutzsystem der Welt. Die Niederlande haben eine lange Geschichte im Wassermanagement. Das Land liegt am Delta dreier großer Flüsse und fast ein Viertel ihres Staatsgebiets befindet sich unter dem Meeresspiegel. Diese geografische Lage macht das Land extrem anfällig für Überschwemmungen. So sehr, dass die ersten Behörden dort informelle Wasserräte waren, die Hochwasserschutzprojekte koordinierten. Nach der Sturmflut von 1953 ergriff die niederländische Regierung jedoch offiziellere Maßnahmen. Die Delta-Kommission wurde gegründet und mit dem Schutz der gesamten südwestlichen Region beauftragt. Sie konzentrierte sich auf dicht besiedelte Gemeinden und sollte die jährliche Wahrscheinlichkeit von Überschwemmungen auf unter 1 zu 10.000 senken, etwa 100-mal so sicher wie durchschnittliche Küstenstädte. Für dieses ehrgeizige Ziel waren zahlreiche Infrastrukturprojekte entlang der Südwestküste nötig. Als erste Verteidigungslinie beschloss man die Eindämmung der hochwassergefährdeten Mündungsgebiete. Durch die großen Meeresarme flossen mehrere Flüsse in die Nordsee und bei Sturmfluten drang dort Hochwasser ins Landesinnere. Mit einer Reihe von Dämmen ließ die Delta-Kommission diese Flussmündungen in große Seen verwandeln, die nun als Naturschutz- und Erholungsgebiete dienen. Für den Nieuwe Waterweg funktionierte diese Lösung jedoch nicht. Als bedeutender Schifffahrtsweg muss diese Passage bei sicheren Wetterbedingungen offen gehalten und nur bei Sturmfluten abgeriegelt werden. 1998 bot die fertiggestellte Maaslandkering den notwendigen Schutz. Zusammen mit weiteren Barrieren wie Grasdeichen und Betonmauern bildete dieses Sperrwerk den Hauptteil des Delta-Projekts, das in erster Linie Schutz vor Sturmfluten bieten sollte. In den folgenden Jahrzehnten baute man die Deltawerke jedoch aus, um so auch das Landesinnere vor Überschwemmungen zu schützen. Im Rahmen des Projekts Raum für den Fluss wurden Bauernhöfe und Deiche von den Ufern wegverlegt. Dadurch entstand mehr Platz für das Wasser in niedrig gelegenen Überschwemmungsgebieten, was Staubecken und Lebensräume für die einheimische Tierwelt schuf. Dieser strategische Rückzug verringerte nicht nur das Hochwasserrisiko, sondern ermöglichte auch eine dichtere, nachhaltigere Bebauung der neuen Ortschaften. Wohl keine andere Stadt verkörpert das vielschichtige Wassermanagementkonzept der Niederlande so sehr wie Rotterdam. Eine blühende Stadt, die fast komplett unter dem Meeresspiegel liegt. Bei Sturmfluten werden die dicht besiedelten älteren Stadtteile durch traditionelle Deiche geschützt. Neuere Stadtteile hingegen wurden höher gelegt und haben oft begrünte Dächer, die Regenwasser speichern. Zahlreiche Gebäude in der Stadt verwandeln sich in Wasserspeicher, darunter Parkhäuser und öffentliche Plätze, die sonst als Theater- und Sportarenen dienen. Im Hafen steigen schwimmende Pavillons mit dem Wasserstand. Dies sind die ersten von vielen geplanten amphibischen Bauwerken, von denen manche mit Wasserreinigungssystemen und Solarkollektoren ausgestattet sind. Solche Strategien sind nur ein Teil der Maßnahmen, die die Niederlande zum Vorreiter in Sachen Wassermanagement gemacht haben. Das Land findet immer neue Wege, um Städte resistenter gegen Naturkatastrophen zu machen. Und da der durch den Klimawandel bedingte Anstieg des Meeresspiegels tiefgelegene Städte weltweit bedroht, zeigen die Niederlande hervorragend, wie man sich mit dem Wasser arrangieren kann. Wir haben die nötigen Werkzeuge und das Wissen, um unseren Planeten zu schützen. Besuche @ted.com/earthschool
Um herauszufinden, was du und deine Community zum wichtigsten Thema unserer Zeit beitragen könnt und um mehr über die spannenden Schritte zu erfahren, die bereits unternommen werden.